Hallo, ich bin die Rita. Ich lebe mitten im Wald in einem Jagdhaus. Ich zeig's euch, kommt mal mit. Ich hatte unterwegs mit dem Hund einen kleinen Spaziergang gemacht, habe einen kleinen Pfad entdeckt und bin dann einfach mal ganz neugierig den Pfad entlang gegangen. Und das ist schon 25 Jahre her und ich erinnere mich noch, als wäre es heute. Und dann bin ich hier diesen Weg runtergekommen und auf einmal stand ich hier. Also für mich war das so ein positiver Schock. Das ist es. Hier wohnen, das muss der absolute Traum sein. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es drin aussieht. Kommt mal mit. So, hier sind wir im Flur. Ich habe mich bemüht, das Haus so ein bisschen in den Originalzustand zu lassen. Die Böden sind noch alle original. Damit es Jagdhaus-Flair hat, wurde der ein oder andere Hirsch noch angebracht. Und hier auf dieser Seite, das ist vielleicht auch ganz interessant, die Tür ist original und alt, die war im Jagdhaus und die Vorbesitzer haben dann dieses Fenster in die Tür einbauen lassen. Also energetisch sinnvoll ist sie nicht. Manchmal denke ich, es wäre schön, eine andere Tür zu haben, aber das scheitert halt manchmal am Budget und da muss man halt im Winter mal eine dicke Decke davor legen. Jetzt haben wir den Flur gesehen, der ist nicht so groß. Jetzt kommt mal mit, wir gehen nach oben, dann zeige ich euch mal, wie es oben aussieht. Hier oben wird es langsam heller. Jetzt kommen wir in den oberen Bereich. Und so, wie ich finde, eins der schönsten Zimmer. Unser Schlafzimmer. Und das Besondere an diesem Raum ist das Panoramafenster mit dieser wunderbaren Aussicht. Die Vögel müssen sein, das ist halt der Nachteil einer Panoramascheibe. Es gibt sonst Vogelschlag, ne? Und dann haben wir verschiedene Silhouetten da aufgebracht. Ich sehe die schon gar nicht mehr. Wenn man rausschaut, die Bäume, die sind voller Leben. So merkt man halt auch, dass man mitten in der Natur ist. Ich bin halt in meiner Freizeit als zertifizierte Naturführerin unterwegs. Natur ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das liegt an meiner Kindheit. Ich bin praktisch im Wald aufgewachsen, und zwar im Gelbachtal. Und dann waren wir von morgens bis abends in der Freizeit halt draußen mit den Kindern. Und wir haben am Bach gespielt, wir sind die Felsen hochgeklettert und man ist halt abends erst nach Hause, wenn es dunkel wurde oder aber, wenn die Glocken geläutet haben. Ja, immer was als erstes eingetreten ist, dann musste man zu Hause sein. Und da habe ich schon die große Liebe für die Natur halt dann mitbekommen. Einsamkeit kenne ich gar nicht, schon mal gar nicht hier. Hier ist man nämlich nie alleine. Man hat doch ganz viele Mitbewohner und die haben dann 4 Beine, 6 Beine, 8 Beine und auch mehr. Und deswegen, also wenn man im Wald lebt, darf man nicht zimperlich sein. Man hat vielleicht mal einen Tag, wo man denkt, oh, heute ist man ein bisschen alleine. Wäre schön, wenn mal jemand zum Kaffee vorbeikommt. Aber einsam? Nee, niemals. Dann habe ich einen Ast an der Wand befestigt, so um das bisschen die Natur hier wieder reinzubekommen. Manche Deko-Ideen, die sind auch ein bisschen geklaut. Ja. Da schaue ich natürlich, Wohnzeitschriften sind meine Zigaretten, muss ich gestehen. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, aber neue Wohnzeitschriften, die muss ich immer mitnehmen. Und da finde ich natürlich auch ein bisschen Anregung dran. Soviel ich weiß, waren es gut 3 Jahrzehnte, wo dieses Haus als Kinderheim genutzt worden ist. Und zwar habe ich hier an diesem Torbogen ein kleines Strichmännchen entdeckt. Und das ist hier reingeritzt. Wenn ich im Garten grabe, finde ich ganz, ganz viele Dinge. Relikte praktisch aus der Zeit des Kinderheims. Ein paar von den Sachen habe ich sogar aufgehoben, um mich daran zu erinnern, dass das halt hier ein Haus mit Geschichte ist. Ich wollte nicht alles rein Jagdhaus machen und habe dann irgendwann entdeckt, dass mir die 60er Jahre sehr gut gefallen. So das Design von den Dänen und Schweden. Also es ist schon so, dass die meisten Sachen, die ich hier habe, vom Flohmarkt sind oder Secondhand von Freunden aus Haushaltsauflösungen. Ich versuche halt möglichst nachhaltig dieses Haus mit Leben zu befüllen. Und das ist dann so mein Stil.
Wenn man ein Schlafzimmer hat, dann braucht man natürlich auch ein Bad und das ist direkt nebenan. Auch das Bad war fast so, wie es jetzt ist. Blau und grüne Fliesen. Erst dachte ich so, aber passt optimal. Wir sind hier im Lahntal und mitten im Wald. Wie ihr seht, noch der Original Holzboden. Der war unter einem Klickparkett versteckt. Das Klickparkett war jetzt nicht mehr in so einem ganz so schönen Zustand und ja schon auch 25 Jahre alt. Und das hat mich dann immer so ein bisschen gestört und dann dachte ich, und habe irgendwann entdeckt vorne, da konnte man die Leiste wegmachen, dass unten drunter anscheinend ein Holzfußboden ist. Und dann bin ich auf Risiko gegangen, habe es komplett rausgerissen und dann habe ich halt noch ein paar Tage Arbeit reingesteckt. Dieses Brett, das ist von einer alten Palette, ja, das habe ich abgeschnitten und oben drauf gelegt. Brauche ich nicht in den Supermarkt zu gehen oder in den Baumarkt, um mir was Neues zu kaufen. Also ganz viele Sachen werden einfach nachhaltig hier verarbeitet. Ich habe sie noch gar nicht gezählt und ich muss sagen, ich entdecke fast auf jedem Flohmarkt mal ein kleines Rehlein und die besonders schönen und schon die alten, die gehen mit. Ich habe ja das Haus schon entdeckt Ende der 90er Jahre, aber dann haben wir gehört, das Haus ist verkauft worden an eine englische Familie und ganz zufällig haben wir uns Jahre später kennengelernt auf einer Geburtstagsfeier und haben uns angefreundet. Und wie die englische Familie zurückgegangen ist nach England, da haben sie tatsächlich gefragt, ob ich dieses Haus haben möchte. Und ich habe erst mal mich hinsetzen müssen und überlegen, machst du das? Tust du mit Mitte 50 dir noch mal ein Haus kaufen, ja? Und dann habe ich gedacht, du musst das machen. Wenn du es jetzt nicht machst, wirst du das den Rest deines Lebens einfach nur bereuen und immer denken, was wäre wenn? Und die Vorbesitzer haben diese englischen Leisten angebracht. Das ist so typisch englischer Stil. Und ja, wir haben es gelassen, weil ich mag das. Und es ist immer eine Erinnerung an diese lieben Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Das hier ist unser Gästezimmer. Es ist länglich geschnitten und ist natürlich da zu klein für ein doppeltes Bett. Und da haben wir hier ein echtes englisches Metallbett. Das Hirschbild, das war ganz interessant. Die Idee stammt jetzt nicht von mir. Das ist ein Duschvorhang. Und ein Bild in der Größe, ja, hätte ich mir echt nicht leisten können. Ich muss ja immer ein bisschen nach dem Budget gucken. Und dann geht man in den Baumarkt, kauft sich Leisten, ein Betttuch, damit es nicht so durchscheint. Und dann wird der Hirsch da aufgezogen und dann hat man hier so ein wunderbares Bild im Schlafzimmer. So, jetzt gehen wir durch den Flur und gehen wieder nach unten. Und wenn ihr möchtet, gehen wir jetzt als erstes mal in die Küche. Hier von der Küche aus kann man schön den Felsen sehen, der hinterm Haus ist. Und die Fenster sind vergittert, weil da kann auch schon mal ein Stein runterkommen. Überwiegend haben wir hier in der Region Schiefergestein. Und dann kann man das schön sehen, wie das aufgebaut ist. Und wenn ihr hier um die Ecke schaut, da seht ihr das wohl kleinste Fenster Dörnbergs. Das sind noch die Relikte aus der Zeit, den Anfängen des Jagdhauses. Und da waren die Fenster halt nicht so groß. Und man könnte hier die Küche lüften, beziehungsweise ich habe den Verdacht, es ist nicht bestätigt, dass sich hier entweder ein Naturkühlschrank im Felsen befand, weil der Felsen kühlt natürlich, ja. Aber es ist ein Jagdhaus, es kann gut und gern natürlich auch ein Waffenschrank gewesen sein, weil man konnte es abschließen. Die Geweihe hier, die habe ich dann auch vom Flohmarkt und ich dachte, so ein bisschen Jagdhaus-Flair, ja, aber ja nicht zu viel. Ich bin keine Jägerin, ich habe halt nur die Ausbildung zur Naturführerin gemacht vor 13 Jahren und das genügt mir auch und habe mich halt dann für diesen Weg entschieden. Von der Küche kommt man sofort ins Wohnzimmer.
Hier wieder mal ein kleines Fundstück aus dem Second-Hand-Laden, ein 60er-Jahre-Stuhl. Ansonsten natürlich den obligatorischen Hirsch. Wir haben die Couch übernommen von unseren englischen Freunden, weil die war optimal, passt super hier hin. Unsere Katzen sind alle aus dem Tierschutz. Ich bin auch Mitglied bei den Tierfreunden im Nassauer Land. Und 2 von unseren Katzen haben keinen Schwanz. Die eine ist 19 Jahre und die 2 Mädels, die sind 10 Jahre alt. Im Sommer, wenn die Tür aufsteht, dann kommt der Kader Gabo als erstes mal rein. Ansonsten muss man schon mal aufpassen. Also abends würden die Waschbären auch ins Haus kommen, da muss man schließen, das ist ganz wichtig. Und man muss einen Vorhang davor machen, sonst hat man natürlich alle möglichen beflügelten Insekten und so hier im Haus, die hier rumkrabbeln und fliegen und die man dann mit dem Glas und einer Ansichtskarte wieder rausbefördern muss, weil töten geht gar nicht. Also egal ob Hauswinkelspinnen, Zitterspinnen, bei uns wird alles wieder rausbefördert. Wenn ihr mal mit auf die Terrasse kommen wollt, das ist wirklich die Sache wert, kommt mal mit. Das Schöne an der Terrasse ist halt diese wunderbare Aussicht. Wenn man ganz ruhig ist, man hört die Vögel und kommt hier zur Ruhe. Tiere kommen auch am helllichten Tag. So ganz scheu sind die Tiere hier alle nicht. Ich glaube, die wissen einfach, dass wir ihnen nichts tun. Das hat schon ein Ferienhaus-Feeling. Also die ersten Monate hatte ich wirklich ein Problem. Ich habe immer gedacht, gleich ruft die Rezeption an und sagt, Sie müssen die Koffer packen, Sie müssen langsam mal ausziehen. Aber mit der Zeit ist man dann angekommen. Wir haben natürlich hier den Garten. Der ist überwiegend naturnah. Das Einzige, was hier wächst, weil es so heiß ist, das ist die Südseite, sind Küchenkräuter, mediterrane Pflanzen. Die sind für die Insekten ganz wichtig, ja, die blühen schön, aber halt auch sehr beliebt bei dem Rehwild. Ich habe noch einen besonderen Ruheplatz, weil unten auf der Terrasse ist es im Sommer sehr heiß. Und wenn ich mal so richtig Ruhe haben will und nicht denken, oh, da musst du mal da zupfen und da musst du noch was schneiden und da unten, da müsste auch mal ein Ast weg, ja, dann gehe ich hier oben in den Wald. Das Grundstück, das ist umzäunt, aber lose. Und zwar, wir haben natürlich hier auch Klimawandel. Es sterben Bäume ab. Wenn wir diese Bäume fällen müssen, damit nichts zu Schaden kommt, manche fallen auch selber um, dann werden die Kronen dafür benutzt, eine Hecke anzulegen. Das ist einmal ein Schutz gegen die Wildschweine, dass sie nicht ganz so aufs Grundstück kommen. Aber es ist auch für die Vögel oder für Amphibien ein Versteck. Dann gab es diese wunderschönen Palettenmöbel, selbst gebaut natürlich, ja, aus Altholz, Altpaletten. Und das sind unsere Ruheboxen. Man kann einfach liegen und in den Himmel oder in die Bäume gucken, den Vögeln zuhören. Und hier ist halt auch immer ein bisschen Schatten. Und wenn es so ganz ruhig ist, hört man dann den Wind. Wenn ich jetzt hier so sitze, dann ist mir irgendwie klar geworden, dass ich genau an dem Punkt angekommen bin, an dem ich als kleines Kind schon sein wollte. Mitten in der Natur, im Wald, auch mit ein bisschen Wasser, wenn man auf die Lahn schaut. Viele Tiere drumherum. Und ganz wichtig ist halt, dass ich die Natur hier Natur sein lassen darf, wenig eingreife und eine unwahrscheinliche Artenvielfalt habe. Und ja, ich muss schon sagen, es ist ganz besonders für mich, hier angekommen zu sein. Das war jetzt die Roomtour durch mein Jagdhaus. Und wenn ihr noch weitere spannende Häuser sehen möchtet, dann abonniert doch unseren Kanal. Ihr könnt hier schauen oder auch hier.